Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Murmelrennen. Heute fahren wir auf Bahrain. Ich zeige euch einmal kurz die Strecke. So habe ich das Ganze aufgebaut. Ich zeige euch wie im letzten Video auch gleich einmal, wie ich anhand von dem Formel 1 Rennspiel einmal die Strecke abfahre und wo wir uns befinden. Fangen wir damit gleich mal an. Wir starten hier, wo ich die Maus gerade habe, unten rechts. Das ist die Start- und Zielgerade. Und da fangen wir an. Und dann starte ich einmal kurz das Video. Wir starten einmal, jetzt geht es in die rechte Kurve, unten rechts, immer da, wo die Maus gerade ist. Dann geht es auf die lange Gerade. Bei dieser Bahn hier habe ich den Lift am Ende der Start- und Zielgerade eingebaut. Ich muss immer ein bisschen darauf achten, wie ich die ganzen Steine verwende beim Bau der Rennstrecke. Und dort, wo besonders viel Rennstrecke ist, ist es für mich von Vorteil, wenn dieser Teil sehr niedrig ist, dann verbrauche ich nicht so viele Bausteine. So, hier geht es dann in die erste Rechts-Links-Rechts-Kombination. Und dann auf die nächste lange Gerade hinten rechts und dann fahren wir die längere von den drei Möglichkeiten, die die Murmeln dort nehmen können. Da geht es dann in die Rechtskurve, dann kommt der leichte Linksknick, den wir jetzt mit der Maus verfolgen können. Wieder rechts, wieder links und dann geht es nach rechts unten. Hier ein kleines Stück geradeaus, bevor wir dann letztendlich hier einmal scharf reinbremsen, zweimal links fahren müssen. Hier verbremst man sich bei der Original-Formel-1-Strecke ganz gerne mal und dann geht es auf die Gegengerade. Einmal lange geradeaus fahren und dann mit sehr viel Topspeed einmal den Berg hoch. Eine langgezogene Linkskurve. Hier muss man beim echten Formel-1-Rennen darauf achten, dass man hier rechts nicht auf die Curbs kommt. Sonst fliegt man bei dem Spiel auch ganz schnell mal raus. Hier die Rechtskurve und dann sind wir wieder auf der langen Geraden, bei der wir ganz am Anfang waren, auf die es wieder zu Start und Ziel geht. Dann folgt hier eine letzte Rechtskurve und dann sind wir wieder am Anfang. Beim letzten Rennen hat Mercedes gewonnen, Ferrari war Zweiter, Lotus Dritter und Red Bull war Vierter, wie ich es jetzt gerade oben rechts eingeblendet habe. Genau in der Reihenfolge wird auch heute wieder gestartet. Man kann vorwegnehmen, ich habe bei dem Test festgestellt, dass es manchmal gar nicht von Vorteil ist, hier von vorn zu starten. Also, wir starten mal mit dem Rennen mit Runde Nummer 1. Wir kommen alle sehr schnell hintereinander raus. Mercedes wird zum Beispiel hier komplett verdrängt, ist jetzt vom ersten auf den letzten Platz schon zurückgefallen, ist jetzt Dritter, konnte da die kurze Strecke nehmen, muss hier aber den langen Weg im dritten Sektor nehmen, ist jetzt Letzter. Ich blende euch das wie beim letzten Video oben immer am Ende der Runde ein, wo sich die Kugeln gerade dann befinden. Wir sind in Runde 2 von 10. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es schön wäre, wenn man ein ganz kleines bisschen länger fahren könnte. Dann ist das Rennen nicht so schnell vorbei. Wir verfolgen das Ganze mal weiter. Ich habe die Weichen so eingestellt, dass die vorderen Kugeln meistens den längeren Weg nehmen müssen. Das sorgt dann einfach dafür, dass sie sich häufiger überholen und ein bisschen mehr Spannung es gibt. In der Runde ist die Reihenfolge komplett gleich geblieben. Hier muss man so ein bisschen im Sektor 1 drauf achten. Wenn man beim Lift nur eine Spirale hinten dran ist, dann hat man gute Möglichkeiten, in dem Trichter, der ganz am Anfang kommt, zu überholen. Ansonsten wird es ein bisschen schwieriger. Da muss man das eher darüber machen, dass man die kürzeren Streckenabschnitte nutzt durch die Weichen. Wir sind jetzt in Runde 4. Erster ist Red Bull, zweiter ist Ferrari, Mercedes dritter, Lotus auf der 4. Hier zum Beispiel Lotus ist super durchgekommen, hat Mercedes komplett verdrängt, ist jetzt auf Platz 3. Mal gucken, ob sich das bei der nächsten Weiche jetzt gleich ändern wird. Da wird Mercedes, zieht wieder vorbei. Dadurch Mercedes jetzt auf der dritten Position. Wir gehen in Runde 5. Ferrari hat hier einen guten Vorsprung, ist dadurch auch nicht bedrängt, da in diesem Trichter möchte ich es mal nennen. Lotus kommt diesmal nicht durch, aber ganz knapp jetzt am Mercedes vorbei, muss jetzt aber im dritten Sektor wohl den längeren Weg nehmen. Dadurch kommt Mercedes wieder vorbei und Red Bull hat vorne die Führung übernommen. So, die Hälfte vom Rennen ist rum, wir gehen in Runde 6. Red Bull jetzt hier mit einem souveränen Vorsprung, kann da auch die angenehme lange Linie nehmen, da verliert die Kugel nicht so viel Geschwindigkeit dann, wenn es in den zweiten Sektor geht, aber Ferrari war trotzdem nah genug dran, um hier wieder vorbeizuziehen und damit ändern sich wieder komplett alle Positionen. Wir sind jetzt in Runde 7. Jetzt kommen wir so langsam zum spannenden Teil. Da ist es immer von Vorteil, wenn der Vorsprung groß genug ist, sodass man im letzten Sektor, wenn man eine längere Strecke nehmen muss, nicht überholt wird. Ferrari reicht es hier ganz knapp nicht. Mal gucken, ob es bei Lotus und Mercedes knapp wird. Da ist sogar die Mercedes-Kugel leicht hängen geblieben am Lotus. Geht jetzt in die 8. Runde. Nach wie vor Red Bull vorne, kann sich auch hier, bekommt wieder die schön lange Strecke und kann jetzt mal gucken, nicht vorne bleiben. Ferrari übernimmt damit die Führung
Und Mercedes überholt diesmal auch wieder Lotus. Und die vorletzte Runde hat begonnen. Ich glaube, diesmal ist Lotus so nah an Mercedes dran. Wir können das jetzt gleich gut beobachten, dass Lotus vermutlich hier im ersten Sektor die Mercedes-Kugel wieder weghaut. Kommt dadurch gut vorbei. Ferrari jetzt mit einem großen Vorsprung auf Red Bull in die letzte Runde hinein. Mal gucken, ob das ausreicht. Das sind 3 Raster in dem Lift. Ich habe euch diesmal den Ton eingeblendet, so mal ganz leise im Hintergrund. Und ihr könnt mir sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Dann kann ich das entsprechend so drin lassen. So hört man natürlich auch die Murmeln. Und in der letzten Kurve überholt Red Bull hier noch den Ferrari. Und Mercedes wird tatsächlich noch letzter und vom Lotus überholt. Wahnsinn. So, dann sind wir an der Stelle hier mit dem Rennen fertig. Ich blende euch einmal noch das Endergebnis ein. Red Bull wurde erster, Ferrari zweiter, Lotus dritter und Mercedes vierter. Ich zeige euch jetzt einmal das aktuelle Leaderboard mit den aktuellen Zahlen. Also Mercedes bekommt für den letzten Platz 1 Punkt dazu, kommt damit auf 6 Punkte. Red Bull bekommt 5 Punkte für den Sieg, Ferrari 3 für den zweiten Platz und Lotus bekommt 2 Punkte für den dritten Platz. Somit haben wir aktuell den Fall, dass sich die Top 3 Teams den ersten Platz teilen und Lotus hängt noch ein bisschen hinterher. Das nächste Rennen, was wir fahren, ist Holland, Zandvoort. Habe ich im Hintergrund schon nachgebaut, wird jetzt als nächstes aufgenommen. Gucke ich mal, da ich das in den nächsten Tagen rausbringe. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Like da. Das letzte Video kam wirklich wahnsinnig gut an. Also ich habe da 3-mal so viel Klicks auf das Video gehabt wie bei meinen anderen Videos zum Thema Dead by Daylight und FIFA und was nicht alles. Also es hat mich richtig gefreut, dass das so positiv bei den Leuten ankam. Die meisten haben mir dann eine WhatsApp-Nachricht geschickt, wie es ihnen denn gefallen hat. Deswegen freut mich wahnsinnig, wenn das weiterhin so bleibt. Deswegen ordentlich die Daumen drücken und dann sehen wir uns beim nächsten Video bei Zandvoort. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.